Ist man steuerlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai erst dann ansässig, wenn man dort mindestens 90 Tage verbringt? Das ist eine interessante Frage und es gibt dazu viele unvollständige Informationen online. Deswegen wollen wir uns doch mal mit dieser Frage im Detail in diesem Video befassen. Wenn du darüber nachdenkst, Deutschland zu verlassen und das hauptsächlich aus steuerlichen Gründen, dann wirst du einen Wohnsitz im Ausland etablieren müssen, der steuerlich besonders attraktiv ist. Der Nachteil vieler Länder, die steuerlich attraktiv sind, ist, dass man dort eigentlich nicht das ganze Jahr verbringen möchte. Okay, man möchte dort eine gewisse Zeit vielleicht verbringen, aber man möchte dort keinesfalls zum Beispiel 183 Tage verbringen. Man möchte möglicherweise in anderen Ländern sich aufhalten, man möchte die Welt bereisen und man möchte nicht an einem Ort festsitzen, vor allen Dingen nicht in einem Land, das auf Dauer nicht besonders lebenswert ist oder vielleicht einfach nur langweilig ist. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig für viele Mandanten, dass sie zeigen können, dass sie irgendwo steuerlich tatsächlich ansässig sind. Möglicherweise brauchen sie auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Wobei ehrlich gesagt auch diese Frage nicht so hundertprozentig klar ist. Vielfach braucht man das nicht wirklich. Das hängt eben stark davon ab, was auch so die Umstände sind, was man noch für Einkünfte hat, was man noch in Deutschland verdient, ob man unternehmerisch tätig ist, gewerblich, freiberuflich. Also da gibt es sehr viele Variablen, aber dennoch, viele Mandanten brauchen ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Das heißt, sie müssen in einem Land die Ansässigkeitskriterien erfüllen, um ein solches zu bekommen. Viele steuergünstige Länder sind in den letzten Jahrzehnten dazu übergegangen, hier sehr großzügige Regeln zu schaffen, was die steuerliche Ansässigkeit betrifft. Bestes Beispiel vielleicht Zypern. Dort muss man mit Non-Dom-Status 60 Tage anwesend sein und gilt dann als steuerlich ansässig. Ein weiteres sehr interessantes Land aus steuerlicher Sicht sind natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort vor allem Dubai, eine fantastische Metropole, ein ganz toller Ort. Für viele vielleicht ist aber auch nicht der Ort, wo sie jetzt das ganze Jahr verbringen wollen. Vielleicht auch keine 183 Tage, ehrlich gesagt. Im Rahmen der Körperschaftssteuer, die vor kurzem in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt wurde, hat die dortige Steuerverwaltung auch definiert, was die Kriterien sind, um dort als steuerlich ansässig zu gelten, was man also nachweisen muss, damit man dort von den Steuerbehörden ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat erhält, was du dann gegebenenfalls anderen Behörden oder Banken etc. vorlegen kannst, wenn sie danach fragen. Und jetzt liest du vielfach alle möglichen Informationen hier zu diesen Ansässigkeitskriterien in den UAE. Das häufigste Kriterium, was du so hörst, ist, dass du dort mindestens 90 Tage anwesend sein musst, damit du ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat von der Steuerbehörde in den UAE bekommst. Aber ist das wirklich so? Stimmt das wirklich? Es zeigt sich, dass viele hier tatsächlich nur oberflächlich informiert sind oder auch die näheren Zusammenhänge dieser komplexen steuerlichen Regelungen überhaupt nicht verstehen und dann irgendwelche Halbwahrheiten im Internet ausposaunen. Ich will dir heute erklären, was es genau mit der steuerlichen Anwesenheit in den UAE auf sich hat und du wirst vielleicht überrascht sein. Spoiler Alert, die 90 Tage sind nicht erforderlich. Jedenfalls gibt es Umstände, die möglicherweise auf dich zutreffen, wo sie nicht erforderlich sind. So, und dazu schauen wir uns jetzt mal hier die offiziellen Veröffentlichungen der Steuerbehörde in den UAE an. Also nicht irgendwelche Webseiten von irgendwelchen Beratern, sondern wir schauen uns hier tatsächlich die Quelle an. Hier hat man seitens der Federal Tax Authority in den UAE im Oktober 2024 ein Dokument veröffentlicht. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Tax Resident and Tax Residence Certificate Tax Procedures Guide. Also hier geht es genau um die Frage, wann gilt man steuerlich als ansässig? Tax Resident bedeutet eben im Grunde genommen steuerliche Ansässigkeit, unbeschränkte Steuerpflicht in den UAE. So, wir springen jetzt mal hier direkt zu 5.2 und darum geht es nämlich ja genau in unserem Video. Ich lese es kurz vor. Natural person that is tax resident under UAE domestic law. Also tax resident heißt unbeschränkte Steuerpflicht in den UAE. Wann ist die erfüllt? A natural person will be considered a tax resident in the UAE for domestic tax purposes if they meet at least one of the three conditions set out in Article 4 of Cabinet Decision
Number 85 for 2022. Also wie gesagt, 2022, als die Körperschaftsteuer eingeführt wurde, wurde auch dieser gesetzliche Rahmen hier für die steuerliche Ansässigkeit definiert. So, hier muss nun also einer der folgenden 3 Kriterien erfüllt sein, damit man als in den UAE unbefristet steuerpflichtig gilt. They were physically present in the UAE for 183 days or more within the relevant 12 consecutive months. Also das ist so die Regel, die jedes Kind kennt. 183 Tage in dem Land anwesend und du bist unbeschränkt steuerpflichtig. Punkt. They were physically present in the UAE for a period of 90 days or more within the relevant 12 consecutive months. Also das heißt, sie waren mindestens 90 Tage in dem Land anwesend. Jetzt kommen eben die 90 Tage Bedingungen. Und es sind die folgenden Bedingungen noch erfüllt. In unserem Fall hier hold a valid UAE Resident Permit, also wenn man eine Aufenthaltsbewilligung der Vereinigten Arabischen Emirate innehat. Und they have a permanent place of residence in the UAE. Das heißt also, man hat eine langfristige Wohnung in den UAE angemeldet oder aber und nicht und, oder aber man ist hier in den UAE beschäftigt. Also möglicherweise auch als Beschäftigter deiner eigenen Firma. Das heißt also, wenn du dort eine Wohnung hast oder aber du hast dort eine Anstellung, vielleicht mit deiner eigenen Firma, dann reichen 90 Tage aus, die du eben auch im Hotel dort verbringen kannst, damit du dann hier die Anwesenheitskriterien erfüllst, um dann entsprechend hier ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat von den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bekommen. Aber jetzt kommt's. Es gibt noch ein drittes Kriterium. Their usual or primary place of residence and center of financial and personal interests were in the UAE. Dein Erstwohnsitz oder dein gewöhnlicher Wohnsitz und zusätzlich das Zentrum deiner wirtschaftlichen Interessen oder deiner persönlichen Interessen, also dein Lebensmittelpunkt, befindet sich in den UAE. Und hier steht keine Tagesangabe dabei. Kann das also wirklich sein, dass man, wenn man bei Erfüllung dieser letztgenannten Bedingung auch bei weniger als 90 Tagen Anwesenheit hier in den UAE steuerlich ansässig ist? Hierzu hat man einen schönen Flowchart in dieses Dokument eingefügt. Also der erste Block hier, was the natural person physically present in the UAE for 183 days? Also war man mehr als 183 Tage anwesend. Jetzt folgen wir hier mal Yes. Dann gilt man als UAE Tax Resident. Ganz klar. So, zweite Frage. Was the natural person physically present in the UAE for 90 days or more within the relevant 12-month period? Also war man mehr als 90 Tage anwesend? Ja, war man. Und dann gibt es hier die weiteren Fragen. Besitzt man eine Aufenthaltsgenehmigung? Hat man hier eine Wohnung und so weiter und so fort? Und wenn das so alles stimmt, ist man ebenfalls Tax Resident. So, aber jetzt kommt's. Also nochmal die Frage, was the natural person physically present in the UAE for 90 days or more within the relevant 12-month period? Jetzt sage ich nein. Ich war nicht mehr als 90 Tage anwesend, also weniger als 90 Tage anwesend. Dann kommt die nächste Frage. Is the natural person's usual place of residence in the UAE? Also hiermit ist gemeint, befindet sich mein Erstwohnsitz in den UAE? Und zweitens ist the natural person center of financial and personal interest in the UAE. Wenn das so ist, ist man ebenfalls Tax Resident. Wenn dein primärer Wohnsitz sich in den UAE befindet und der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen oder dein Lebensmittelpunkt sich dort befindet, dann bist du dort steuerlich ansässig, auch wenn du dort nicht 90 Tage zubringst. So, was heißt das nun konkret? Also zunächst mal, du brauchst unbedingt eine Wohnung in den UAE. Zweitens, idealerweise ist es die einzige Wohnung, die du hast, die auf langfristige Nutzung ausgelegt ist. Hast du noch mehrere Wohnsitze weltweit, dann ist das nicht so ganz klar. Aber hast du nur einen Wohnsitz und befindet sich dieser in den UAE, dann ist es eigentlich klar. Befindet sich der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen dort? Nun, wenn du eine Firma hast in den UAE, die du ja ohnehin brauchst, um dort einen Aufenthaltstitel zu bekommen, und diese Firma ist deine Haupteinnahmequelle, weil sie deine Rechnungen stellt, oder weil sie eine Holdinggesellschaft ist, die dein weltweites Vermögen hält und du bist bei dieser Gesellschaft angestellt, du hast also eine Vollzeitanstellung in den UAE, dann sind deine wirtschaftlichen Interessen dort und somit ist das zweite Kriterium erfüllt. Oder aber wenn du eine Familie hast und die wohnt auch in den UAE, dann ist der Lebensmittelpunkt da, dann wäre das Kriterium ebenfalls erfüllt. So, jetzt fragst du dich vielleicht trotzdem, wie das Ganze konkret funktionieren soll. Nun, ehrlich gesagt, wir haben eigentlich eine Reihe von Mandanten, die zum Beispiel tatsächlich an einem Ort wohnen, ich sage mal zum Beispiel in Deutschland, die aber laufend unterwegs sind. Bestes Beispiel Piloten. Die wohnen vielleicht in Deutschland, sind aber an ihrem Wohnsitz anwesend tatsächlich weit weniger als 90 Tage.
vielleicht nur 30 Tage im Jahr. Und wir haben andere Mandanten, die sind zum Beispiel Berater, die sind unterwegs im Bereich Private Equity oder Venture Capital, die sind laufend unterwegs. Auch die sind möglicherweise weit weniger als 90 Tage an ihrem Wohnsitz anwesend. Das heißt, wenn du eine solche Tätigkeit darstellen kannst, wenn du sagen kannst, tja, ich habe zwar meinen Hauptwohnsitz in den UAE, bin aber geschäftlich das ganze Jahr auf Reisen. Und natürlich musst du regelmäßig in den UAE sein, das ist ja völlig klar. Du kannst dort überhaupt nicht sein. Aber wenn du das jetzt mal denkst, wie das, was ich gerade eben hier vorgetragen habe, von den Mandanten, die eben aus beruflichen Gründen tatsächlich auf Reisen sind, das heißt, du schlägst da ab und zu mal auf und du hast eben das Kriterium erfüllt, dass der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen da ist, dann ist es aus meiner Sicht ganz klar so, dass du dort nicht 90 Tage verbringen musst. Nachteil ist hier, dass das Ganze natürlich ziemlich neu ist. Das Gesetz ist das 2022, da gibt es wenige Präzedenzfälle. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Erfahrung damit, ob Mandanten ihr steuerliche Ansässigkeitszertifikate in den UAE erhalten haben. Übrigens in diesem Dokument, in dem PDF, das ich gerade eben angeschaut habe und mit dir geteilt habe, findest du weitere Informationen, wie man dieses beantragen kann, wenn du dort wohnst. Aber aus meiner Sicht sollte das funktionieren. Ich weiß es ganz sicher, dass es in anderen Ländern funktioniert auf Basis der Beispiele, die ich dir gerade eben genannt habe. Mandanten, die einen solchen Lebensstil führen und in der Schweiz leben, in Deutschland leben, in Malta leben, haben dort überall steuerliche Ansässigkeitszertifikate erhalten. Also nochmal, einzige Wohnung an dem Ort, wichtigste Firma an dem Ort, die Firma, in der alles zusammenläuft oder die man verwendet hier, um sein Geld zu verdienen, ja, das sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen. Du musst natürlich aufpassen. Selbst wenn du jetzt dort in den Emiraten weniger als 90 Tage bist oder auch mehr als 90 Tage, darfst du natürlich in keinem anderen Land hier eine steuerliche Ansässigkeit durch Anwesenheit auslösen. Wenn du jetzt nur 90 Tage in den Emiraten bist oder von mir aus 60 Tage, hältst dich aber mehr als nur 83 Tage in Deutschland auf oder in Spanien oder sonst wo oder hast zum Beispiel in Deutschland einen Wohnsitz, tja, dann fällt das Ganze natürlich in sich zusammen, dann funktioniert das Ganze nicht. Aber unter der Annahme, dass du reisend bist, eine Wohnung in den UAE hast, deine Firma dort hast und die Firma wirklich aktiv ist und arbeitet, dann sollte das eigentlich meiner Meinung nach funktionieren. Was ist deine Meinung? Hast du Erfahrung damit gemacht? Hast du eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung in den UAE angefordert? Warst du weniger als 90 Tage dort? Es würde mich interessieren, was deine Erfahrungen sind. Teile sie uns gerne hier in den Kommentaren mit. Summa summarum, meiner Meinung nach eignet sich also die UAE auch als offizieller Wohnsitz für zum Beispiel digitale Nomaden und Perpetual Travelers, die tatsächlich eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung brauchen, aus verschiedenen Gründen. Wenn du die Bedingungen erfüllen kannst, es ist natürlich auch ziemlich teuer, dort eine Wohnung zu unterhalten in Dubai, das ist ganz klar. Aber wenn du die Bedingungen erfüllen kannst, dann scheint mir das auf jeden Fall für die richtigen Mandanten eine attraktive Option zu sein. Und wie gesagt, die UAE sind natürlich steuerlich sehr attraktiv. Wenn auch du dich mit solchen Gedanken trägst und dir überlegst, wie du im Ausland Steuern bezahlen kannst, wo der beste Wohnsitz für dich ist, das beste Wohnsitzland, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Fragen zu beraten. Wohnsitzverlagerung ins Ausland, Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, neues Vermögen aufbauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.